Sagst du manchmal sowas wie, weil ich bin müde oder ich habe 25 Jahre alt? Dann bleib kurz hier echt. Heute zeigen wir, wie du typische Fehler vermeidest. In echten Gesprächen im Café, am Telefon und im Büro auf B1-Niveau. Genau, und du bekommst sofort nutzbare Sätze, keine trockene Grammatik. Du lernst kleine Tricks, damit du natürlicher klingst und Missverständnisse vermeidest, besonders in Alltagssituationen. Hi zusammen. Ich bin Tim, schön, dass ihr da seid. Julia ist auch da, klar. Hallo. Und zum Üben später, alles steht übrigens bei Vocabli. So, fangen wir direkt an mit dem größten Klassiker, weil, und die Wortstellung. Ja, das nervt viele. Viele sagen, ich gehe früher, weil ich bin müde. Klingt logisch, aber im Deutschen steht das Verb nach weil am Ende, weil ich müde bin. Genau. Mein Tipp, denk in Blöcken, also in Chunks. Sag dir leise, weil am Ende. So ein Mini-Mantra. Das hilft wirklich beim Sprechen. Und du kannst das schon jetzt üben. Nimm einen Satz, ich lerne heute nicht, weil, und setz das Verb hinten hin, weil ich keine Zeit habe. Apropos keine Zeit, nächster Fehler, nicht oder kein. Viele sagen, ich habe nicht Zeit, besser ist, ich habe keine Zeit, weil es um ein Nomen geht. Genau, nicht benutzt du eher bei Verben oder Adjektiven. Ich lerne heute nicht oder das ist nicht interessant. Bei Dingen wie kein, keinen, keine, je nach Fall. Bevor wir tiefer reingehen, machen wir eine Mini-Rollenspielszene. So wird's sofort praktisch. Stell dir vor, du bist im Café, du willst höflich bestellen, ohne typische Fehler. Ich bin der Gast, du die Bedienung, okay? Los geht's. Guten Tag. Was darf's sein? Ich hätte gern einen Kaffee und, eine Brezel, bitte. Sehr gern. Möchten Sie Milch oder Zucker? Nein, danke. Heute nicht. Und haben Sie vielleicht noch ein Stück Kuchen? Ja, wir haben Käsekuchen. Ein Stück? Oh, klingt gut. Dann nehme ich ein Stück, bitte. Perfekt. Also, ich hätte gern, das ist super höflich. Und eine Brezel, nicht ein Brezel. Artikel sind wichtig, auch wenn's nervt. Ja, ich hab früher oft gesagt ein Brezel. Die Bedienung hat verstanden, aber ich klang halt nicht so natürlich. Mein Tipp: Lern die Wörter gleich mit dem Artikel als Paket, also die Brezel. Und noch ein Mini-Fehler aus dem Kaffee. Viele sagen, kann ich einen Kaffee? Besser, kann ich einen Kaffee bekommen? Oder eben ich hätte gern einen Kaffee. Der Satz als Ganzes klingt flüssiger. Das mit den Sätzen als Ganzes ist echt Gold wert. Ich hab das zu spät gelernt. Wenn du ganze Phrasen übst, wirst du schneller und du musst nicht jedes Wort einzeln bauen. Genau. Noch ein häufiger Fehler, kennen und wissen. Viele sagen, ich kenne, wo er wohnt, korrekt ist, ich weiß, wo er wohnt, aber ich kenne ihn, Person, Ort bekannt, nicht die Information. Und trennbare Verben, oh Mann. Viele sagen, ich rufe dich morgen anrufen. Das Verb splittet sich, ich rufe dich morgen an. Im Perfekt kommt das an, aber vorne dran, ich habe dich gestern angerufen. Bleiben wir kurz beim Perfekt. Ein Klassiker ist ich habe gegangen. Das ist falsch. Mit Bewegung nimmst du oft sein, ich bin gegangen, ich bin gefahren, ich bin geflogen. Kleine Eselsbrücke, Bewegung oder Zustandswechsel, meistens sein. Klar, es gibt Ausnahmen, aber damit triffst du in vielen Fällen schon mal richtig. Aussprache ist auch so ein Ding. Viele sagen ich statt ich. Probier mal, breite Lippen,
Luft nach vorne, ich. Und Ü, wie in müde, form den Mund wie für I, aber sprich U. Klingt komisch, hilft aber. Ich hab mal einen Schüler gehabt, der sagte immer, ich bin heiß, wenn ihm warm war. Das war dann, na ja, peinlich. Besser. Mir ist heiß oder mir ist warm. Das spart dir komische Blicke. Oh ja. Und noch ein falscher Freund, bekommen. Viele denken, das heißt werden. Aber bekommen ist to receive. Ich bekomme eine E-Mail. Für werden sagst du, ich werde müde oder ich werde Lehrer. Ebenfalls nett, Chef. Das ist nicht Kellner. Chef ist der Boss. Sag im Restaurant einfach Entschuldigung oder Kellnerin, Kellner. Wenn du jemanden rufen willst, höflich, nicht laut. Und Gift ist auf Deutsch, etwas anderes. Gift ist Poison. Das Geschenk heißt Geschenk. Ich weiß, das ist fies, aber einmal merken, oft lachen, nie wieder vergessen. Sprechen wir kurz über Höflichkeit. Du oder sie? Wenn du unsicher bist, nimm sie. Und pack ein Bitte und leider dazu. Könnten Sie mir bitte helfen? Leider habe ich heute keine Zeit. Und der kleine Zaubertrick doch. Wenn jemand sagt, das geht nicht, kannst du antworten, doch, das geht, klingt sehr deutsch und ist super nützlich. Präpositionen sind auch fies. Viele sagen, ich gehe mit mich. Besser, mit mir, weil mit immer Dativ nimmt. Und für nimmt Akkusativ, für mich. Richtung versus Position ist auch wichtig. Ich gehe in die Küche, Bewegung, Akkusativ. Ich bin in der Küche, Position, Dativ. Frag dich, Bewegung oder nicht? Okay, ganz kurz, Mini-Recap, kleines Quiz. Weißt du noch, was mit dem Verb nach weil passiert? Genau, es wandert ans Satzende, weil ich müde bin. Und höflich bestellen? Ich hätte gern, das sitzt, oder? Ja, das klang gut. Und kein, bei Nomen, nicht bei Verben und Adjektiven. Das ist so eine Regel, die dir wirklich viele Fehler spart. Weiter geht's, wir haben noch ein paar fiese Stolpersteine. Lass uns eine kleine Telefonszene machen, ja? Viele machen am Telefon besonders viele Fehler, weil man gestresst ist. Wir üben Absagen und verschieben mit weil, leider und einem trennbaren Verb. Okay, ich bin die Kollegin, du bist Tim. Ring, ring. Hallo Julia, hier ist Tim. Ich rufe dich kurz an, weil ich den Termin morgen leider verschieben muss. Oh, das ist schade. Woran liegt's denn? Ich habe einen Arzttermin und der geht länger, als ich gedacht habe. Können wir auf Freitag gehen? Ja, Freitag passt. Rufst du mich später nochmal an, um die Uhrzeit zu bestätigen? Mach ich. Ich melde mich heute Nachmittag, so gegen 2:30. Danke dir. Super. In diesem Mini-Dialog siehst du viel Nützliches. Ich rufe dich an, trennbar, weil ich muss, Verb am Ende. Und leider plus ein klarer Vorschlag, das klingt freundlich und professionell. Noch ein typischer Fehler ist die Negation in der Mitte. Viele sagen, ich gehe nicht ins Kino keinen Freitag. Puh. Besser, ich gehe diesen Freitag nicht ins Kino. Und wenn es ums Ticket geht, ich habe kein Ticket. Stimmt. Und beim Schreiben von E-Mails machen viele zu direkte Sätze. Ein sanfter Einstieg hilft, könnten Sie mir bitte sagen, wäre es möglich. Das sind ganze Phrasen, die du einfach auswendig lernst. Lernstrategie kurz angerissen. Es gibt ja diese Diskussion, ob man nur sprechen soll oder nur Grammatik pauken. Ich würde sagen, misch es. Jeden Tag 5 Minuten Jungs laut sprechen und 2,
3 Sätze schreiben, klein, aber regelmäßig. Genau. Und nimm dir pro Woche einen Fokusfehler. Zum Beispiel nur weil Sätze üben. Schreib 10 Minisätze, lies sie laut, nimm dich auf, hörst dir an. Das ist unangenehm, aber extrem effektiv. Aussprache nochmal praktisch. 2 Minimalpaare, schön und schon. Schön, langes Ö, schon, kurz und O. Und 5 mit Ü gegen 5 mit normalem U. Hörst du den Unterschied? Übe vor dem Spiegel, echt. Und häng dir kleine Zettel an Dinge mit dem richtigen Artikel, der Tisch, die Lampe, das Fenster. Wenn du das oft siehst, sagst du automatisch den richtigen Artikel. Was ich auch oft sehe, Leute packen zu viele Infos in einen Satz. Dann geht die Luft aus und am Ende fehlt das Verb. Mach lieber 2 kurze Sätze. Das ist klarer und du klingst sicherer. Noch was Kleines, aber wichtig, Fragen bilden. Viele sagen, du gehst heute ins Kino, das ist okay als Bestätigungsfrage. Aber echte Frage ist, gehst du heute ins Kino? Verb nach vorn. Und bei Nebensätzen mit das, ich glaube, dass er morgen kommt. Nicht, dass er kommt morgen. Du hörst, wie das stolpert, oder? Wortschatzfalle, Plurale. Die Information, im Alltag oft im Plural Informationen, das Datum, die Daten. Und die Butter ist meistens ohne Plural. Am besten lernst du gleich die typische Form dazu. Noch ein kleiner Dialog zum Korrigieren, ja? Ich sag was Falsches, du machst es richtig. Okay, schieß los. Ich habe nicht Geld heute. Ich habe heute kein Geld, nächstes. Weil ich habe keine Zeit, ich komme später. Weil ich keine Zeit habe, komme ich später und? Kannst du mich morgen anrufen an? Kannst du mich morgen anrufen, oder rufst du mich morgen an? Das an gehört ans Ende oder in die Zusammensetzung im Perfekt. Ich weiß ihn seit lange. Ich kenne ihn seit langem oder ich weiß seit langem, das je nach Satz. Sehr gut. So ein Korrekturspiel ist super für den Alltag. Du kannst das mit einem Lernpartner machen oder selbst laut sprechen und dann die Version verbessern. Noch eine Strategie gegen Fehler, bau dir kleine Checklisten. Vor dem Sprechen kurz denken, brauche ich kein oder nicht? Ist da ein trennbares Verb? Ist das eine Weil-Struktur? 3 Sekunden reichen. Und bitte, hab keine Angst vor Korrekturen. Korrigiert werden heißt, du lernst. Sag ruhig, korrigier mich, wenn ich was falsch sage. Viele Deutsche helfen gern, wenn du höflich fragst. Was mir geholfen hat, ich suche Muster in Phrasen. Zum Beispiel, es tut mir leid, aber, könnten Sie mir bitte, ich hätte gern. Wenn diese Bausteine sitzen, machst du automatisch weniger Fehler. Genau. Und schau mal, wie viele Fehler wir schon abgedeckt haben. Wortstellung mit weil und das, nicht versus kein, trennbare Verben, perfekt mit sein, Aussprache, Höflichkeit, Präpositionen, falsche Freunde. Das ist ein schönes Paket. Noch 2 schnelle Tipps zum Schluss der inhaltlichen Runde. Erstens, lies laut kurze Texte, jeden Tag 5 Minuten. Zweitens, schreib Mini-Dialoge für deine echten Situationen, zum Beispiel Arzt, Post, Job, und sprich sie nach. Bevor wir schließen, Frage an euch: Welcher Fehler passiert dir immer wieder und welche Eselsbrücke hilft dir? Teil das gern, das hilft anderen Lernenden total. Und wie würdest du heute im Café bestellen, damit es natürlich klingt? Schreib deinen Satz mit ich hätte gern, oder, wenn du nichts willst, mit ich nehme doch nichts, danke, das kleine doch wirkt freundlich. Wie versprochen noch ein warmer Hinweis. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript
Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably. Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, üb die Dialoge und speicher dir die Chunks. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Genau, nimm dir einen Fehler pro Woche vor und bleib locker. Wir sehen uns bei Vocably, viel Spaß beim Üben und bis bald.